Ich habe dann im Rahmen dieses Rückzugs irgendwann für mich selber beschlossen, okay, ich möchte ja selber auch, dass es besser wird und ich informiere mich jetzt selber über diverse Dinge, woher kommen überhaupt chronische Schmerzen, was passiert da mit dem Nervensystem, welche Nährstoffe beeinflussen auch dieses Schmerzempfinden. Herzlich willkommen, Saskia. Ich freue mich so, dass du heute hier bist und dich kennen bestimmt schon viele aus meiner Community. Du bist nämlich Ernährungsberaterin, die so eine wertvolle Arbeit auf Instagram und YouTube machst. Du haust so viel Wissen raus und ich habe mich so gefreut, als ich dich angefragt habe und du so, ja klar, natürlich, machen wir. Ich freue mich so. Herzlich willkommen, Saskia. Dankeschön, ja danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass wir uns kennenlernen, dass wir auch gerade schon so ein bisschen geplaudert haben über unsere persönlichen Stories und Hintergründe. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass wir deine Zuschauer mitnehmen können auf so eine kleine Reise, die ihnen den ein oder anderen Mehrwert bietet oder vielleicht so ein neues Fenster sogar mal aufstößt, wo man sich überlegt, vielleicht kann ich auch mal in diese Richtung so ein bisschen schnuppern oder generell einfach, ja, vielleicht kann sich auch jemand identifizieren mit meiner Geschichte. Wir werden ja auch drüber reden, wie Ernährungszwänge so ein bisschen entstehen durch ja, beispielsweise das Verfolgen von ganz strikten Ernährungsweisen, wo man dann denkt, es tut dem Körper gut und dabei merkt man dann eigentlich, dass der Körper vielleicht so ein bisschen Kraft schöpft, also der Körper an sich, also das Physische, aber dass die Psyche dann eigentlich darunter leidet und das System einfach dadurch gar nicht ins Gleichgewicht kommen kann, sondern im Gegenteil, es geht dann, also die Balance wird dann noch so ein bisschen gespalten dadurch. Ich freue mich so. Wir haben vereinbart, dass es wirklich heute persönlich werden darf, dass wir austauschen, dass wir zeigen, was gibt uns die Ernährung für Chancen an Heilung und wo birgt sie aber auch Gefahren. Und bei dir ist es ja so, deine Geschichte, sich mit der Ernährung so intensiv auseinanderzusetzen, das ist ja auch zurückzuführen. Du hast geschrieben auf deiner Homepage, du hattest starke körperliche Schmerzen. Genau. Dann hat es bei dir so angefangen, dass du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht und so soll es nicht sein, das muss sich ändern. Ja, also es war eigentlich schon relativ früh in meiner Jugend, sage ich mal, als ich war 15. Und mit 15 hat man ja wirklich andere Sachen im Kopf. Man ist in der Pubertät, gerade als Mädel. Man bekommt die Periode, sage ich mal, das ganze Hormonsystem baut sich aus und der ganze Körper ja, wird so vom Mädchen zur Frau, sage ich jetzt mal. Das fängt natürlich dann auch schon früher an, aber du bist einfach immer noch so in so einem Prozess, hast einfach andere Dinge im Kopf, deine erste große Liebe meinetwegen oder in der Schule läuft es vielleicht mal nicht so gut. Und dann kommen da dann wirklich körperliche starke Schmerzen so einher. Bei mir ging das schleichend los. Also ich hatte ab und zu mal einfach wirklich Schmerzen im Unterleib und dann denkt man sich ja, als junge Frau ist es ja normal, dass man da so ein bisschen Schmerzen hat und das hat dann einfach zugenommen. Ich hatte dann auch regelmäßig einfach wirklich Blasenentzündungen und auch Periodenschmerzen und auch wenn ich aber nichts von dem hatte quasi, hatte ich wirklich Tage, wo ich wirklich gebückt gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich habe so weh und ich bin dann, ja, die nächsten, also innerhalb von 10 Jahren, das hat sich 10 Jahre gezogen, habe ich diverse Ärzte aufgesucht. Also am Anfang hieß es dann, ja, das bilde ich mir doch alles nur ein und ich bin ja so jung und in der Pubertät, das sind bestimmt die Hormone. Dann hieß es, vielleicht möchte ich Aufmerksamkeit von meinen Eltern oder von anderen Menschen dadurch auf mich ziehen. Und ich habe mir dann natürlich auch gedacht, okay, wenn die Ärzte nichts finden, also ich hatte wirklich MRTs, Blasenspiegelung, alles Mögliche, und da kam absolut nichts raus. Und dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, okay, wenn ich hier offensichtlich nichts habe, dann ist es wohl wirklich bei mir die Psyche. Und dann habe ich auch schon so ein bisschen tatsächlich an mir selber gezweifelt, sodass ich wirklich auch den Lebensmut irgendwann verloren habe und mich dann auch so zurückgezogen habe in mein kleines Schneckenhaus. Und dann, ich meine, über die Jahre von 15 bis 18 war es wirklich extrem. Da habe ich gerade so die Schule dann einfach hinbekommen und mein Abitur gemacht. Habe wahnsinnig viele Fehltage auch gehabt, weil ich einfach nicht in die Schule konnte, weil es mir so schlecht ging. Und dadurch, dass es mir dann psychisch einfach noch immer schlechter ging, auch durch diese Isolation und durch diesen Rückzug,
Und auch also viele Freunde haben sich dann natürlich auch verabschiedet, weil die gesagt haben, mit der kann man ja auch gar nicht feiern gehen und keinen Spaß haben. Das ist ja alles irgendwie dann nur down und negativ. Und das war einfach so ein Teufelskreis. Und ja, ich habe dann natürlich, ich hatte ja auch noch keine Erfahrung generell, ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, das Wissen, das hatte ich damals ja alles noch nicht. Aber ich habe dann im Rahmen dieses Rückzugs irgendwann für mich selber beschlossen, okay, ich möchte ja selber auch, dass es besser wird. Und ich informiere mich jetzt selber über diverse Dinge, woher kommen überhaupt chronische Schmerzen, was passiert da mit dem Nervensystem, welche Nährstoffe beeinflussen auch dieses Schmerzempfinden. Dann habe ich über Psychosomatik viel gelesen und habe mir einfach versucht, so nach und nach Dinge anzueignen. Habe auch schon so, damals gab es auch schon so ein paar ganz wenige YouTube-Kanäle darüber. Ja, habe mich einfach angefangen, so ein bisschen damit zu beschäftigen. Und ich bin dann tatsächlich auch, ich hatte eine Psychotherapie auch damals, weil sich auch zu dem Zeitpunkt meine Eltern eben getrennt haben. Und das war dann alles so, alles auf einmal quasi. Und meine Psychotherapeutin damals, die war sehr alt und die war eigentlich auch schon in Rente. Und die haben wir quasi über Kontakte dann kennengelernt gehabt. Und die, also das war wie so eine weise Hexe für mich, die Frau, die hat mir dann auch wirklich ganz, ganz viel beigebracht und gelernt. Und eben, sie hat mir auch beigebracht zu reflektieren. Und sie hat immer gesagt, sie war so ein ganz großer Fan von Montessori. Ich glaube, das habe ich dir vorher auch schon erzählt. Und sie hat auch immer gesagt, man muss immer dem Mensch helfen, es selbst zu tun. Und wenn du es nicht selbst tun kannst und dir keiner hilft, dann musst du dir Dinge von außen herbeiholen, selbstständig, die dir helfen könnten. Und was einem schlussendlich hilft, das weiß man dann nur, wenn man es dann eben ausprobiert und macht. Und das war so der Anfang von so einem langen Weg, wo ich auch gemerkt habe, okay, das interessiert mich, also diese ganzen Themen, Selbstheilung und der Genesungsweg, sage ich immer, das sind alles so Dinge, die mich wirklich sehr interessieren. Und ich habe dann irgendwann auch nach meinem Studium meine Leidenschaft so zum Beruf gemacht, weil ich auch gemerkt habe, auch in meiner Freizeit, auch als es mir dann besser ging, habe ich keine andere Sekunde damit verbracht, als irgendwelche Dinge zu lesen, mich über Mitochondrienforschung zu informieren und so weiter. Also so war dann mein Weg, genau. Ja, du hast mir auch erzählt, du hast deine Masterarbeit auf Trauma gemacht, gell? Also dich dann schon, das hat dich schon so beeinflusst, diese Begegnung mit dieser Therapeutin, dass es dich Genau. wirklich in diese Richtung verschlagen hat. Genau, weil es war dann auch so, dass ich eben in meinen jungen Jahren tatsächlich eine von sehr, sehr vielen Personen um mich herum war, die so ein bisschen versucht hat, über den Tellerrand zu blicken. Auch wenn es irgendwelchen Freunden nicht gut ging oder Familienmitgliedern, habe ich auch immer versucht, okay, vielleicht hat es ja wirklich eine psychische Ursache. Und dadurch war ich auch manchmal so ein kleiner Außenseiter, hatte ich das Gefühl, jetzt im Nachhinein sind diese Personen um mich herum auch gereift und haben sich auch mit Psychologie und Psychosomatik auseinandergesetzt und wissen auch, ich hatte damals schon so nicht Unrecht. Aber in jedem Fall habe ich dann mich dazu entschlossen, nach dem Abitur Pädagogik zu studieren, mit dem Schwerpunkt eben auf Psychologie und im Master dann mit dem Schwerpunkt auf Trauma. Und da wurde mir dann wirklich klar, dass traumatische Erlebnisse ganz, ganz viel auch mit einem machen. Und ich weiß nicht, ob du von der Stefanie Stahles Buch Das innere Kind kennst. Die hat ja auch ganz, ganz viel darüber geschrieben, über Glaubenssätze oder Muster, die man sich in der Kindheit aneignet, die man dann mitnimmt in das Erwachsenenalter. Und teilweise sind Muster wirklich so tief verankert, dass sie zu Handlungen führen, quasi im Erwachsenenalter, die den Geist und den Körper einfach blockieren, sage ich jetzt mal. Und dieser ganze psychosomatische Faktor ist ja wirklich auch in der ganzheitlichen Gesundheit ein sehr großer, ausschlaggebender Faktor, der noch so ein bisschen vernachlässigt wird. Deswegen sage ich auch immer, ich bin zwar auch Ernährungsberaterin und es geht bei mir auch hauptsächlich um die Ernährung, aber trotzdem ist die Ernährung immer nur ein Teil. Ja. Genau. Ja, das ist total spannend. Für mich war das in der Krankheitsphase, wenn mir jemand gesagt hat, ja, Priscilla, vielleicht ist es ja psychosomatisch oder so, dann habe ich so ein starkes Nein in mir gespürt und habe gesagt,
lass mich in Ruhe, ich bin todkrank, ich kann mich doch nicht noch damit beschäftigen, was alles auf gut Deutsch scheiße lief in meiner Kindheit. Ich will mich jetzt einfach irgendwie stabilisieren. Und ich denke, dass es eben diese verschiedenen Wege gibt. Die einen, die lesen das Buch, das innere Kind, und die Heilungsreise beginnt. Da es verknüpft sich alles, es macht alles Sinn. Und so wie es mir ging, ich war zu durcheinander von meiner Resilienz. Deswegen auch mega spannend, dass du dann von dieser Richtung zur Ernährung gekommen bist und für dich dann entdeckt hast, wow, da ist aber auch noch ein Puzzleteil, mit dem ich arbeiten kann. Wie kam es dazu? Also ich muss jetzt so sagen, dazu kam es tatsächlich relativ spät. Also mir ging es auch erst so wie dir. Also ich war ja auch wirklich, bin in verschiedenen Ländern auch gewesen, in Spezialkliniken wegen meinen somatischen Beschwerden. Und es kam ja nichts raus. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ist es wirklich psychisch bei mir? Und dann habe ich gedacht, nee, ich merke, es ist was. Und ich hatte Blut immer im Urin, aber keine Entzündungswerte, also eine Blasenentzündung war es nicht, was natürlich auch sehr komisch ist. Und dann, als ich dann so auf diese psychische Schiene geschoben wurde, erst war es bei mir genau wie bei dir, dann habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht sein, dass ich nicht ernst genommen werde. Ich habe wirklich körperliche Schmerzen und Beschwerden und ich hatte ja dann auch wirklich Depressionen. Und bei mir wurde das dann aber so immer interpretiert, dass ich diese Schmerzen habe, weil ich Depressionen habe. Also das ist wirklich psychosomatisch. Und dann habe ich gesagt, nein, bei mir ist es gibt ja auch wirklich somatopsychisch, dass du wirklich zuerst ein Symptom hast, ein körperliches, und dann leidet die Psyche darunter. Das gibt es ja auch tatsächlich. Also ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, irgendwie reizt mich dieses Thema schon, weil ich ja auch weiß, ich habe auch viel erlebt in meiner Kindheit. Ich hatte auch einen ganz schweren Unfall, wo ich als Fußgängerin von einem Auto angefahren wurde. Okay. Und ich habe dann einfach mich, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen eigentlich mit so einer verneinenden Haltung mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt und habe natürlich das auch in Frage gestellt, was mit meiner Psyche dann los ist, wenn die Ärzte denn recht hätten. Ja, schlussendlich kam dann raus tatsächlich, dass ich, um das Ganze jetzt nochmal aufzuklären, dass ich wirklich Verwachsungen im Bauchraum hatte, dass die Blase am kleinen Becken angewachsen war. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich hatte wirklich recht, ich war depressiv, weil ich körperliche Schmerzen hatte. Und es stand nicht am Anfang die Psyche, so sage ich jetzt mal. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem für sich selber auch rauszufinden, inwieweit spielt denn eigentlich meine geistige Verfassung damit rein. Also es ist absolut nicht einfach und es ist ganz plausibel, zuerst mal das wie du auch und wie ich auch, zu sagen, nee, bei mir ist es nicht psychosomatisch, weil ich finde, das ist auch immer von Ärzten ganz, ganz schlecht vermittelt, wenn du jemandem sagst, auch wenn du jetzt einer 15-, 16-Jährigen sagst, das ist psychosomatisch, kommt von deiner Psyche, dann denkst du dir ja, der wirft mir gerade vor, ich würde mir das einbilden. Aber entmachtet dich. Genau, ja. Das hat nichts mit Selbstheilung zu tun. Absolut, absolut. Spaltet diese Aussage dich von deiner Intuition. Und deine Intuition hat die ganze Zeit gesagt, es stimmt etwas nicht. Das ist von Arzt zu Arzt gegangen. Ja. Und von so einer, ich sage doch, machtvollen Person, gerade je jünger man ist, desto mehr hat der Erwachsene, der weiß dann schon, was noch einen weißen Kittel an und einen Doktor. Genau. Und ja, was noch dazu kommt, ist, er entmachtet ja nicht nur sich, also dich oder mich, jetzt indem er uns das jetzt beispielsweise sagt, sondern er entmachtet sich eigentlich ja dann auch selber, indem er sagt, ich ziehe mich aus der Verantwortung, ich kann dir leider nicht helfen, das ist allein dein Problem. Das heißt, du stehst erstens alleine da mit dem Ganzen und zweitens mal wirst du für deine Situation auch alleine verantwortlich gemacht. Ja, genau. Ohne dass irgendwie eine Hilfe angeboten wird oder dass vielleicht auch offen kommuniziert wird, dass es sowas gibt wie ganzheitliche Gesundheit, dass es auch Dinge gibt, die wirklich, womit man die psychische Verfassung verbessern kann, wie Nährstoffe, Mineralstoffe. Das sind ja alles so kleine Helferlein, aber die werden ja da überhaupt gar nicht herangezogen oder in Betracht gebracht, sondern das heißt ja nur, das ist psychosomatisch und in dem Moment, wenn man sich mit Psychosomatik noch nie davor auseinandergesetzt hat, dann, ich dachte das zumindest, dann dachte ich mir, okay, dann bilde ich mir das alles wohl nur ein.
Aber dass die Psyche wirklich echte körperliche Symptome auslösen kann, das war mir damals nicht klar. Ja. Und deswegen denke ich auch, viele Ärzte meinen das vielleicht auch gar nicht böse. Einerseits ist es oft eine Verlegenheitsdiagnose, ganz, ganz oft sicherlich. Aber andererseits sind sie dann auch einfach zu unwissend und zu oberflächlich, möchte ich jetzt schon fast sagen, sich mit dem ganzen psychosomatischen Thema auseinanderzusetzen. Das war so mein Eindruck auf jeden Fall. Ja, und wir sind ganzheitlich, wir sind Körper, Geist und Seele. Einfach nur dem Geist die Schuld zu geben oder dem Körper, das ist einfach zu kurz gedacht. Ja. Ja, bei dir ging es dann weiter. Also da wurde dieser Verwachsen festgestellt. Jetzt interessiert mich natürlich, warum wurde das vorher nicht festgestellt? Also du hattest 10 Jahre diese Schmerzen, weitergebildet in sogar Psychosomatik, Traumata, alles Mögliche und dann festgestellt, das hat doch eine körperliche Ursache. Ja. Also ich muss dazu sagen, so Adhäsionen heißt der Fachbegriff von Verwachsungen im Unterbauchraum. Adhäsionen ist eigentlich ein Riesenthema, aber schulmedizinisch hat es einfach keine Relevanz, weil man dagegen vorbeugend nichts machen kann und man kann das auch nicht feststellen. Also von außen kann man es nicht feststellen. Das Einzige, was man machen kann, ist wirklich den Bauch aufschneiden und reinschauen. Und wer macht es schon? Und ja, also es ist so, teilweise sind Verwachsungen, Adhäsionen von Geburt an mitgegeben, sage ich jetzt mal, oder von Geburt an vorhanden, aber nur sehr, sehr, sehr selten. Und das Thema bei mir war, da war ich wirklich ganz jung, 6 oder 7 Jahre alt, hatte ich mal einen Pferdetritt im Bauch bekommen, auf so einem Ponyhof und war dann auch 2 Tage im Krankenhaus und hatte einen richtigen Hufabdruck auf dem Bauch. Aber den Untersuchungen nachzuurteilen war nichts. Es müssen aber Mikroblutungen entstanden sein, die sich durch dieses Fibrin im Blut dann verklebt haben. Und je länger dann also es wird wie so ein selbstständiger kleiner Organismus, der sich dann in diesen Verwachsungen bilden sich Blutgerinnsel und dann das Fasziengewebe ist ja wirklich auch sehr, sehr stark. Das ganze Faszienthema ist auch wirklich sehr umfangreich. Und das hat man halt einfach dann nicht gefunden. Und da war es halt dann einfacher zu sagen, okay, das Mädel ist einfach jung, in der Pubertät, die Eltern haben sich getrennt, dann ist es halt wohl psychisch. Und wenn natürlich dann auch nichts rauskommt, ja. Also es war einfach, wie soll ich sagen, also ich meine, ich war ja auch wirklich bei diverse Urologen, bei Frauen, also überall. Ich habe alle Ärzte aufgesucht und man gibt ja in gewisser Weise auch so ein bisschen die Verantwortung ab, indem man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt wirklich alle Spezialisten aufgesucht und wenn diese ganzen Experten nichts finden, dann habe ich wohl nichts, weil du gehst ja davon aus, wenn du wirklich zu Experten gehst, dass die Sache gut machen, die sie machen. Und machen sie ja zum Teil auch, aber eben dooferweise ist es immer nur so, dass sie immer nur genau ihren Fachbereich sehen und ihr Fachgebiet sehen, so dass irgendwie das Faszien auch verkleben können und dass Adhäsionen entstehen und Verwachsungen entstehen können. Sowas weiß ein Urologe zum Beispiel oftmals einfach gar nicht, weil er sich nur mit dem Urogenitaltrakt auseinandersetzt. Der größte Fehler ist die Kommunikation, dass zu wenig geredet wird. Deswegen sind unsere Gespräche hier auf dem Kanal, das habe ich dir auch gesagt, eher lang, weil es wichtig ist, in die Tiefe zu gehen. Also eigentlich die Arzt-Patienten-Gespräche müssten auch lange sein. Bei meiner Geschichte ist es so, ich wurde nie gefragt, ob ich mal als Kind einen Infekt hatte, was meine Leber belastet hat. Und dann hätte ich gesagt, ah ja, stimmt, ich hatte als 1,5-jährige Malaria. Und dann wäre meine Behandlung wäre komplett anders verlaufen. Aber hey, das wusste ich auch gar nicht, dass du das hattest. Okay. Und dass ich so viele Allergien entwickelt habe, war einfach, ja, das ist eine Dünndarmfehlbesiedlung. Aber dass eigentlich meine Leber komplett geschädigt ist oder war. Und das ist für mich der große Fehler im System. Die Kommunikation findet nicht statt. Ja, auf jeden Fall. In Fachgebieten, aber auch nicht zwischen dem Arzt und dem Patienten. Und da braucht es halt viel Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch eben den Epstein-Barr-Virus und bei mir hat es auch, also es war auch eben zu der Zeit, als es anfing mit 15, wo ich dann auch erst dachte, wirklich diese Schmerzen könnten auch daher kommen. Aber der wurde auch monatelang nicht festgestellt, weil der
der HNO-Arzt, bei dem ich war, der hat es nicht geschafft, einen Rachenabstrich zu nehmen. Ich hatte wirklich eitrige Mandeln. Ich hatte alle Symptome, die man beim Epstein-Barr-Virus hat. Wirklich hohes Fieber, eine vergrößerte Milz, also die Leberwerte waren katastrophal. Und du glaubst denn, ich glaube, der hat davor auch noch nie was vom Epstein-Barr-Virus gehört gehabt. Also für den war das einfach eine Mandelentzündung und hat dann gedacht, die Mandeln müssen raus. Ich habe meine Mandeln heute noch und hatte seitdem keine keine eitrigen Mandeln mehr, nachdem ich eben den Epstein-Barr-Virus durch diverse Hilfsmittel kuriert habe, beziehungsweise kurieren ist natürlich schwer gesagt. Er ist halt jetzt gerade nicht aktiv, sage ich mal. Aber eben, da fehlt einfach die Kommunikation. Man müsste sich als Arzt dann einfach nur eingestehen und sagen, es tut mir leid, ich bin jetzt hier mit meinem Fachgebiet am Ende, vielleicht gehen Sie dann nochmal da und dahin. Aber ja, es ist einfach schwierig. Und diese Aussage, Saskia, die hat für mich mein ganzes Leben als chronisch Kranke verändert. Ich war nämlich in einem sehr renommierten Spital in der Schweiz. Also ich war ja vorher 12 Jahre in München, war auch schon 7 Jahre krank und dann war ich noch hier in der Schweiz 3 Jahre krank. Und am Ende meiner Krankenhauskarriere, sage ich immer, sagt der Oberarzt im Bauchzentrum: Ja, Frau Bucher, ehrlich gesagt sind wir noch nicht so weit mit der Darmforschung. Es kommen jeden Monat neue Studien raus. Sie haben bestimmt diese Schmerzen, das alles stimmt, was Sie sagen, aber wir haben nichts in der Hand, wir können nichts machen. Und dann in der gleichen Woche sagt noch die Arzthelferin zu mir: Frau Bucher, schauen Sie außerhalb. Da wurden schon vielen geholfen. Und ich dachte mir so, was? Jetzt muss ich zu einem Schamanen gehen. Ist es dein Ernst? Bin ich austherapiert? Aber das hat meinen Horizont dann erweitert und diese Stärke zu entwickeln. Okay, dann gibt es da draußen was anderes. Und dann bin ich auf die Bücher von Anthony William gestoßen und habe das alles angefangen. Was war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich versuche mal einen anderen Weg und da wird es etwas geben, was mir helfen wird? Also bei mir war es auch so, dass ich ja austherapiert wurde quasi sozusagen. Ich habe ja irgendwann wirklich ganz, ganz starke Schmerzmittel bekommen, also wirklich Opiate, sodass ich auch im Alltag total benebelt war und ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das nicht mehr nehmen. Ich will aber auch keine Schmerzen haben. Das sind für mich alles einfach keine Alternativen. Dann bin ich eben auf das CBD-Öl gekommen und habe meine Schmerzen dadurch so ein bisschen in den Griff bekommen, sage ich jetzt mal. Es gab durchaus noch Schmerztage, aber die wurden weniger und wenn, war es einfach weniger intensiv. Ich war währenddessen auch noch bei einer Heilpraktikerin und habe viel gearbeitet, dann auch eben noch bei der Psychotherapeutin. Und es wurde irgendwann dann wirklich erträglich, sage ich mal, sodass es mir dann auch psychisch wieder besser ging. Also diese körperlichen Schmerzen waren nach wie vor da, aber nicht mehr so intensiv, wie gesagt. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, schulmedizinisch kann mir offensichtlich niemand helfen. Also kein Arzt, gar nichts, niemand. Ich habe alles versucht. Und dann bin ich erstmal nochmal so ein bisschen zusammengebrochen, muss ich gestehen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich werde mein Leben lang mit diesen Schmerzen verbringen. Mein Leben lang werde ich jeden Tag diese Schmerzen haben. Und das kann sich wirklich keiner vorstellen, wie einschränkend solche Schmerzen sind. Und dann nach diesem kleinen Zusammenbruch habe ich mir aber gedacht, nee, die Welt ist so groß und irgendwo auf dieser Welt muss es doch irgendjemanden geben oder irgendetwas geben, das meine Beschwerden lindern kann. Egal, ob die Beschwerden jetzt von meiner Psyche kommen oder ob sie wirklich meinen Körper verursacht, whatever. Und dann habe ich eben Eigenrecherche tatsächlich betrieben und bin über einen Geistheiler auf Anthony William gekommen. Der hatte eben dieses blaue Buch von Anthony William. Und da habe ich dann so ein bisschen gelesen im Wartezimmer und habe mir gedacht, ja, da steht was drin über den Epstein-Barr-Virus. Und den hatte ich ja auch eben. Und so fing dann die Reise mit Anthony William tatsächlich an. Und ich war so beeindruckt. Ich habe dieses Buch in den Händen gehalten und ich dachte mir, okay, das ist die Lösung. Also wirklich wie so ein heiliger Gral. Und dann war es so, dass ich natürlich die Bücher gekauft habe, die dann weiter rausgekommen sind. Und ich habe auch einen Podcast angehört von ihm. Ich weiß gar nicht, ob es die damals schon gab. Auf jeden Fall habe ich mir bis dato alle Podcasts angehört. Also ich war wirklich dann so ein bisschen fanatisch und habe natürlich auch schnellstmöglich versucht, alles umzusetzen. Und es hat mir auch wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Also generell meinem Geist ging es besser. Meine Verdauung wurde wieder angeregt. Die war ja auch durch diese ganze Antibiotikagabe von diesen vermeintlichen Entzündungen, die ich hatte. Mein Darm war ja auch komplett kaputt. Und also mein Mikrobiom war ja bestimmt sowas
von aus der Balance und genau, dann wurde das besser und ich habe ja auch 3 Jahre lang diese Selleriesaftkur gemacht mit Unterbrechungen. Ja, und es ging mir einfach besser und ich habe gemerkt, auch die Schmerzen wurden tatsächlich erträglicher bis zu einer gewissen Weise. Sie gingen nie ganz weg, aber es war tatsächlich erträglicher. Und das hat mich natürlich wirklich beeindruckt nach den ganzen vielen Jahren, dass es da jemanden gibt, der dir wirklich auch sagt, was du machen musst, dass du dich besser fühlst. Wow, mega beeindruckend, oder? Ja, fand ich auch. Also ich war auch total beeindruckt. Ich bin nach wie vor beeindruckt von Anthony William. Ja. Ja, ja, das verändert einfach alles, wenn man natürliche Mittel zur Verfügung bekommt und aber Wissen dahinter. Was macht jetzt dieses Kraut wie der Sellerie? Was macht die Kartoffeln? Was macht der Apfel und so weiter? Das, ja, das wurde uns halt, das fehlt einfach. Das wurde uns nicht beigebracht. Und ich sage immer, wir hätten das Wissen gehabt, hätten damals die Kirchenführer unsere Hexen nicht verbrannt. Das wäre nämlich alles schon da gewesen. Genau. Ja, auch, dass es sowas wie Schwermetalle gibt zum Beispiel oder sowas wie Umweltbelastungen. Das schreibt er ja alles auch relativ am Anfang seines Buches. Und auf solche Gedanken kommt man. Man ist ja so drin in seinem Leiden und so drin auch in seiner Opferhaltung. Also gerade wenn du merkst, es kann dir keiner helfen, du fühlst dich ja wirklich zwangsweise, wenn du noch nicht wirklich so gereift bist jetzt als Mensch, fühlst du dich ja wie so ein Opfer. Also bei mir war das halt teilweise auch so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, warum gerade ich? Und das gibt's ja nicht. Und nein, er gibt dir irgendwie so den Blick über den Tellerrand, dass es einfach viele Faktoren gibt, die das und das verursachen können. Und vor allem, was ich auch gut fand an Anthony William, es war ja wirklich, inzwischen ist ja wirklich eine riesen Community dahinter, wo du dann auch merkst, es gibt ja wirklich so viele Leute, denen es wirklich schlecht geht. Und so viele Leute haben ungeklärte Ursachen quasi. Also die haben Symptome, aber die Ursachen sind einfach nicht bekannt. So viele Menschen sind austherapiert, so viele Menschen haben Schmerzen, wo du dir auch echt denkst, okay, ich bin nicht alleine. Und das war auch für mich einfach sowas, deswegen habe ich mich da auch so vertieft und in die Materie eingelesen und schon fast wie besessen dann irgendwann alle seine Lives angeschaut und alle Bücher gelesen und gesagt, nein, das kann ich nicht essen, das will ich nicht, das macht meine Symptome wieder schlechter. Und es hat mir ja auch wirklich geholfen, bis zu einem Punkt, wo ich dann selber gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das hat allerdings relativ lang gedauert, bis ich selber diesen Punkt, sage ich mal, wo ich wirklich über das Ziel hinausgeschossen bin oder es übertrieben habe, bis ich das dann wirklich auch realisiert habe. Mhm. Ja, genau, dieses übers Ziel hinausschießen, das ist klar, dass das uns chronisch Erkrankten passiert, weil wenn man anschaut, wie lange wir gelitten haben und dass es etwas gibt, was uns endlich den Boden unter den Füßen zurückgibt, wir uns wieder lebendig fühlen, wo wir wieder anfangen können zu arbeiten, wo wir wieder anfangen können zu träumen. Und dann möchte man sich das beibehalten. Und wir ziehen ja auch die Stärke, so eine krasse Diät durchzuziehen, auch aus verschiedenen Dingen. Also es ist einfach so, also das braucht ja so eine krasse Selbstdisziplin, sich so zu ernähren in der heutigen Zeit mit Familienfesten und so weiter. Und es ist wichtig, sich für eine Zeit lang irgendwie darauf einzuschießen, dass man das schafft. Also ich bin von meiner Persönlichkeit so, ich kann es nicht ein bisschen machen, sonst wenn ich etwas mache, dann mache ich es und ich bin Feuer und Flamme dafür und ziehe es durch. Aber das, was ich ein bisschen gemerkt habe, was die Gefahr ist in der Community, und das habe ich auch schon ein paar Mal in Videos angesprochen, ist, nehmen wir diese Ernährungsweise aus einer Angst heraus vor Viren, aus einer Angst heraus vor Schwermetallen, aus der Angst heraus, wir könnten uns irgendwo anstecken oder so und verkapseln uns irgendwie. Oder ja, dann entsteht auch irgendwie eine Trennung, weil Viren gehören auch zu uns. Oder sagen wir, okay, wir haben dieses Kraut, wir haben dieses Lebensmittel und da ist dann dieser positive Impuls. Aber es ist halt schwierig. Am Anfang muss man sich irgendwie einschießen. Es ist halt auch, wenn man so Fortschritte erkennt und merkt und fühlt vor allem und auch diese Selbstermächtigung, die dadurch einfach zurückkommt, dann ist man einfach gewillt, die zu behalten. Und man macht alles dafür, weil man sagt, nee, ich riskiere das nicht, dass es mir nochmal so schlecht geht oder dass ich diesen Zustand, den ich erreicht habe, vielleicht wieder so ein bisschen hergeben muss. Und das sage ich auch immer, dass
Anthony William, wie soll ich sagen, der gibt dir ja quasi nur den Weg vor. Aber den Weg an sich, wenn man diese Diät oder den Ernährungsstil durchführt, den geht man ja selber. Und bei ängstlichen Personen ist es dann so, bei mir war das auch eben so, dass ich, wie gesagt, hatte irgendwann so eine große Angst, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt wirklich einen Tag den Selleriesaft auslasse, oh Gott, das unterbricht alles, oh Gott, was passiert dann? Und da kann Anthony William ja absolut eigentlich nichts dafür. Aber bei mir war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, scheiße, Entschuldigung, aber muss ich jetzt mein Leben lang wirklich das alles machen, weil es ist ja wirklich ein Kraftakt auch. Und es kostet auch Geld, diese Dulse, die gefrorenen Beeren, kostet ja auch Geld und Zeit. Und ich war auch in jedem Urlaub, ich habe mein Sellerie, mein Entsafter, habe ich überall hin mitgeschleppt und mir vor dem Frühstück noch den Saft gepresst auf dem Zimmer. Und es waren schon Umstände, aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich schaffe das nicht mehr. Mir geht es jetzt so gut und ich kann wieder arbeiten, wie du auch gesagt hast. Ich treffe wieder Freunde. Das Umfeld wird einfach wieder größer und dadurch schränkt dich das dann aber gleichzeitig wieder ein, wenn du diese strikte Ernährung quasi befolgen willst. Und da kam ich dann, wie gesagt, zu dem Punkt, auch aber erst nach längerer Zeit, dass ich mir gedacht habe, okay, Anthony William ist so der mir gezeigt hat, dass es wirklich Wege gibt. Und er geht eben diesen Weg, den er predigt, sage ich jetzt mal, oder den er vorgibt. Aber es gibt nicht nur diesen einen richtigen Weg, jetzt strikt nach Medical Mediums zu handeln. Und vor allem, er sagt ja auch immer, dass es wirklich für ganz, ganz kranke Personen ist, die eine ganz große Belastung haben. Dann musst du den Selleriesaft trinken, Heavy Metal Detox machen, auf das und das einfach verzichten und so weiter und so fort. Aber wenn man dann wirklich auch mal wieder das Gefühl hat, man ist so in seiner Mitte, kann man ja auch mal, ich habe am Anfang habe ich es tatsächlich riskieren genannt, was auch schon irgendwie wieder so ein bisschen weird ist, aber dann kann man auch mal versuchen, okay, wie weit kann ich jetzt ein bisschen loslassen? Welche Dinge behalte ich vielleicht bei für meinen Alltag, zum Beispiel Selleriesaft und Heavy Metal Detox Smoothie? Und welchen Dingen kann ich wieder gelassener gegenübertreten? Oder welche Dinge kann ich vielleicht durchs Ayurveda ersetzen? Oder welche Dinge kann ich jetzt zum Beispiel durch Homöopathie vielleicht ersetzen? Oder durch einen starken Teeauszug beispielsweise mit Kräutern? Ja, das war dann so mein Ansatz. Ja, und eigentlich ist es doch das Allerschönste und auch die erfreulichste Nachricht für Menschen, die sagen, ich möchte mich jetzt mit den Medikamenteninformationen heilen, weil das ja auch bedeutet, dass man zu diesem Zustand kommt, wo man es öffnen kann. Und das stimmt. Also ich habe nicht mit Anthony William angefangen und dachte mir, dass ich das Leben lang mache. Ja. Ich habe mit dem Jonas dann so, ja, okay, jetzt machen wir das mal 3 Monate. Und dann nach 3 Monaten war so, oh, wow, die Entgiftung fängt erst an. Genau. Ja. Und dann habe ich ja 9 Monate strikt fettarm gemacht. Also nicht komplett fettfrei, aber fettarm, wirklich sehr, sehr wenig Fett. Wenn dann Kokos und, das war es eigentlich. Mit Kokos habe ich gearbeitet. Ja. Dann nach 9 Monaten habe ich gesagt, okay, jetzt fühle ich mich stabil. Und jetzt führe ich Nüsse wieder ein und Haferflocken. Ja. Und auch das hat mein Körper gebraucht, weil eben meine Leber war so mega happy, yeah, kein Fett mehr, endlich kann ich heilen. Und dann habe ich aber für mich entschieden, nein, das gehört zu mir. Ich möchte zu den Haferflocken zurück und so weiter. Und nach 1,5 Jahren bin ich zum Reis zurück und habe gesagt, gehört auch zu mir. Das ist für mich Seelennahrung, wenn ich die Summer Rolls machen kann. Ein tolles Currygericht. Und so habe ich dann angefangen, das ganz, ganz langsam wieder die Sachen zuzunehmen. Und das ist eigentlich auch das, was Anthony William bei diesen Entgiftungsebenen sagt. Er sagt nicht, du musst dein Leben lang auf Ebene 5 entgiften. Sondern das ist, wenn du das und das hast, würde ich, sagt er, vielleicht auf der Ebene entgiften. Aber er gibt ja auch keine Zeitangaben. Das heißt, wir haben diese Eigenverantwortung zu sagen, wo möchte ich hin und was passt auch zu mir. Vielleicht jemand da, der sagt, wenn ich Kuchen esse,
dann bin ich glücklich. Und wir dürfen die Seele auch nicht außer Acht lassen. Und dann sage, okay, welcher Kuchen, welche Abstriche kann ich machen? Kann ich den Kuchen wenigstens vegan oder glutenfrei machen, aber dafür hat er vielleicht eine Zuckerglasur? Ist es in Ordnung für mich? Hilft meine Seele auch mitzuheilen, wenn ich glücklich bin? Ja. Und genau, das finde ich eigentlich eine super gute Nachricht, dass wir beide davon erzählen können, dass wir lange strikt eingehalten haben und jetzt andere Sachen ausprobieren dürfen und das Beste noch dabei haben. Du hast auch gesagt, den Selleriesaft und den Smoothie hast du noch drin? Also Selleriesaft inzwischen jetzt nicht mehr. Smoothie schon, ja. Genau. Aber zum Beispiel, was ich noch wirklich auch, dafür bin ich Anthony William unfassbar dankbar. Und es hat mir bisher wirklich keine Frauenärztin geglaubt. Aber ich lege dafür meine Hand ins Feuer. Ich habe es wirklich so oft ausprobiert. Und zwar, ich esse keine Eier mehr. Weil ich war immer von Zysten geplagt. Immer. Ich hatte immer Eierstockzysten. Dann hatte ich auch mal die Diagnose PCO. Das war nach einem Monat dann aber wieder weg. Obwohl es ja unheilbar ist. Komisch, naja. Und dann habe ich echt gesagt, nee, ich probiere das, keine Eier zu essen. Dann habe ich keine Eier mehr gegessen und bin zu meinem Frauenarzt gegangen und gesagt, so, jetzt möchte ich gerne wissen, was da los ist. Na, ist alles gut, Sie haben keine Zysten, was haben Sie denn anders gemacht? Dann habe ich gesagt, ich habe auf Eier verzichtet. Nee, daran kann es nicht gelegen haben. Dann habe ich mir gedacht, schauen wir mal. Dann habe ich wieder Eier gegessen, bis zum nächsten Frauenarzttermin, dann in 3 Monaten habe ich mir gedacht, wenn sie sagt, dass es nicht dran liegen kann, dann esse ich halt mal wieder ein weiches Ei oder was weiß ich. Habe ich gemacht, hatte wieder Zysten. Und dann, seitdem habe ich auf Eier verzichtet und ich hatte keine Zyste mehr. Und es ist deswegen, also ich sage immer, damit verderbe ich auch meinem Umfeld dann immer den Appetit auf Eier. Ich sage immer, das sind Menstruationsprodukte des Huhnes. Ja. Mein Gott. Manche tun Eier gut, manche mögen das Eigelb und finden das nahrhaft. Ja, also für mich ist es jetzt persönlich nichts mehr. Wobei ich früher Eier wirklich geliebt habe. So ist es jetzt nicht, aber ich merke einfach, okay, ich kann damit leben, es schränkt mich nicht wirklich ein. Wenn ich mal ein Stück Kuchen esse, der mit Eiern gebacken wurde, okay. Aber ansonsten kann ich damit wirklich gut leben. Und es ist halt echt so, wie du gesagt hast, dieser Weg, dieser Genesungsweg, der hilft uns ja wirklich auch, so ein Gespür für uns zu bekommen, was tut mir gut und was tut mir vielleicht nicht gut und wo kann ich einen Kompromiss eingehen und wo lasse ich die Leine wieder so ein bisschen lockerer und schleifen. Und eben Körper, Geist und Seele ist ja, wie gesagt, eins. So, wenn man sich dann seelisch so einschränkt und gar keinen Spaß mehr auch hat am Essen und es nur noch fad schmeckt, weil Essen ist ja auch ein Genuss. Deswegen sage ich immer, Gesundheit und Genuss beeinflussen sich gegenseitig und ja, also es ist einfach super, super wichtig, dass auch die Menschen sehr, sehr individuell sind. Und deswegen ist diese ganzheitliche Gesundheit ja so wichtig, weil sie so umfassend ist, dass für jeden individuell was dabei ist. Ja. Und, ja. Es ist so wichtig, dass du das sagst mit dem Individuellen. Ich habe in meiner Phase mit Anthony William, als ich dann auch Reis weggelassen hatte, hatte ich eine Zeit lang so einen Hunger auf Hülsenfrüchte und ich habe Linsengerichte gemacht und Kichererbsen und so weiter. Und dann wurde das an mich herangetragen, also ich war nie in diesen Facebook-Gruppen aktiv, wo es sehr streng ist mit das und so weiter. Ja. Und dann habe ich das gemacht und dann so, was, aber das darfst du nicht, das füttert den Strep und so. Und ich habe dann mir gesagt, nee, ich brauche das jetzt. Und im Nachhinein denke ich so, wie gut, Priscilla, dass du auf deinen Körper gehört hast, weil ich nie in diese Schwäche, ich bin wirklich nicht in diese Schwäche reingekommen, wo viele auch erzählen, ich habe mich dann so schwach gefühlt und weil ich habe, wenn ich nachfrage, ja, wie streng hast du es gemacht? Ja, ich habe dann alles weggelassen und auch kein Fleisch und so weiter und das nicht, aber eigentlich brauche ich Fleisch. Und da denke ich auch, ich zum Beispiel, ich bin vegan, für mich funktioniert das mega und ich liebe es, vegan zu leben, aber andere Menschen, die brauchen dieses Fleisch und das verbietet ja nicht mal Anthony. Oder auch das mit den Hülsenfrüchten, er sagt einfach, ja, das ist schleimbildend. Ja. Ist nicht ein Verbot. Und auch dieses Vertauschen in alles in den Pot No-Food zu werfen, das ist einfach falsch. Es gibt Abstufungen bei ihm auch. Es gibt ein paar No-Foods. Ja. Er sagt, okay, wenn du schwer krank bist, lass das doch bitte weg. Aber dann werden andere Lebensmittel auch einfach reingeschmissen, wie Hülsenfrüchte, Haferflocken, gesunde Fette und so weiter. Es wird ja alles dann reingeschmissen.
auch irgendwie. Es ist schwierig, das ist wie so ein kleiner Dschungel. Ja, also ich kam mir das schon am Anfang so vor. Aber es gibt ja wirklich auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, die man auch gegen Virenbelastungen tun kann. Zum Beispiel die Ozontherapie. Die nennt er jetzt nicht, aber nicht vielleicht, weil er sie nicht gut findet, sondern weil er einfach sich auf die Ernährung spezialisiert hat. Also es gibt schon noch auch andere Dinge, die man ja quasi neben Anthony William noch heranziehen kann, denke ich mir persönlich immer. Unbedingt. Genau. Ja. Wie ist es dann, als du dich selber geheilt hast auf körperlicher Ebene, weil wir vorhin so eingestiegen sind, auch in Bezug auf frühkindliche Prägung. Bei mir war es so, dass in dem Moment, wo ich stabil wurde und ja, dieser Brain Fog weggegangen ist, Ja. ich mich mit mir beschäftigen konnte und mich auch hinterfragen konnte, Priscilla, warum hast du so lange versucht, das Leben einer Gesunden zu leben, obwohl du eigentlich krank warst? Warum war konditioniert, dich einfach chronisch zu übergehen, dass du überhaupt dann so schwer krank wurdest? Wie war dieser Prozess dann bei dir? Weil das ruht ja dann auf einer ganz anderen Sache als, ja, Mai, es ist vielleicht psychosomatisch. Ja, das stimmt. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch versucht habe, das denke ich mir heute noch, ich habe mich tatsächlich in den ganzen letzten Jahren, auch als es mir wirklich nicht gut ging, versucht, das zu unterdrücken und zu funktionieren, weil du bist ja in gewisser Weise, du bist ja Teil der Gesellschaft und es werden ja auch immer gewisse Erwartungshaltungen an dich weitergegeben, sage ich mal, oder Leute erwarten gewisse Dinge von dir, dass du vielleicht funktionierst, dass du mithilfst, dass du den und den Job machst, den du vielleicht da noch hast, dass du gerade vielleicht noch die gute Freundin bist, die sich jetzt das anhört, dass du dann da noch Trauzeugin bist oder was weiß ich. Und dadurch werden ja die eigenen Bedürfnisse, die Signale vom Körper ja unterdrückt. Also das heißt ja, wie du auch gesagt hast, man übergeht sich ja chronisch. Man will in dem Moment ja eigentlich nicht krank sein, sondern man denkt sich nur, geh weg, ich will jetzt das machen, lass mich in Ruhe, so nach dem Motto. Und ich denke mir auch, dass der Körper ja nicht umsonst Signale sendet. Symptome sind ja immer eine Chance. Du kennst ja sicher auch das Bild mit dem Eisberg, wo oben quasi so ein paar Symptome sind und unten ganz, ganz viele Ursachen zu sehen sind. Und man sollte wirklich versuchen, die Signale des Körpers als Chance zu nutzen, anstatt sie nicht annehmen zu wollen, sage ich mal, weil sie vielleicht zum falschen Zeitpunkt auftreten. Das Ding ist aber, was ich eben gelernt habe, wenn du sie eine gewisse Zeit lang wirklich unterdrückst und funktionierst, dann kriegst du es wirklich doppelt und dreifach danach zurück. Und diese Zeit, diese Monate und Jahre, die fehlen dir dann einfach. Und das habe ich einfach so gelernt. Ich war auch letzte Woche, da habe ich einen Tag, lag ich nur im Bett, weil ich einfach K.O. war. Ich hatte das Gefühl, irgendwie, ich werde krank, ich bin so ein bisschen angeschlagen, weil mir einfach alles zu viel geworden ist. Arbeitstechnisch, im privaten Umfeld, da habe ich mir einfach gedacht, nee, es warten heute hunderte Leute auf mich, aber ich sage alle Anrufe ab, alle Meetings ab. Ich kann einfach nicht. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Und nach diesem einen Tag habe ich mir dann auch gedacht, wie fühlst du dich? Dann habe ich mir gedacht, naja, nicht so gut. Dann habe ich mir gedacht, okay, also braucht mein Körper noch mehr Ruhe. Und anstatt sich dann so einen Druck zu machen, der ja wirklich auch wieder kontraproduktiv ist, sollte man sich dann diese Ruhe einfach gönnen und auf den Körper hören. Und das ist eben auch ein Prozess des Lernens. Das kann man auch nicht von heute auf morgen lernen und ablegen vor allem, sondern man muss auch den Weg der Kommunikation wählen und sagen dem Umfeld, hey, das könnte ich jetzt zwar machen, aber mir geht es nicht gut und ich stelle mich an der Stelle also ich stelle mich quasi als Person jetzt vor, das, was von mir verlangt wird, weil sonst habe weder ich was davon, noch mein ganzes Umfeld. Und das ist einfach das, dass man zu sich stehen sollte und auch, wie soll ich sagen, einfach, ja, auf sein Gefühl hören sollte. Das ist einfach so eine Intuition, die man dann durch auch lernt, würde ich sagen. Oder wie siehst du das? Ja, mega wichtig. Ich glaube, das war eins der größten Learnings, dass Selbstheilung wirklich Selbstfürsorge heißt. Ein Weg ist, dass man sich selbst informiert, dass man wirklich viel liest, dass man kritisch hinterfragt, nicht gleich alles glaubt und alles auf sich bezieht, weil es kommt ja auch dazu, dass man, sobald man irgendwas liest oder irgendwelche Symptome googelt, dass man dann auch gleich noch irgendwie denkt sich, oh Gott, vielleicht ist es ja das oder ja. Weißt du, was ich total spannend fand?
in dem Moment, als ich wusste, was meinem Körper fehlt und das mein Unterbewusstsein auch realisiert hat, so eine Kraft gegeben. Und ich denke, dass diese Kraft eben positiv oder negativ genutzt werden kann. Man googelt irgendwelche Krankheiten und dann kriegt man diese ganzen Symptome. Ja, auf jeden Fall. Nicht unterschätzen, was unsere Gedanken und die Informationen für eine Kraft haben. Das heißt ja auch, die Wahrheit macht dich frei. Also wie soll unsere Wahrheit aussehen? Soll sie in verboten und das darfst du nicht und das macht mich krank und das ist schlimm und die Welt ist so schlecht? Oder ist es, hey, wow, die Welt bietet uns das, die Erde bietet uns das, ich kann mich heilen. Da gibt es ja auch ein ganz interessantes Buch, das heißt The Secret, dass man quasi die Dinge, die man anvisiert, dass man die dann irgendwann auch umsetzen kann, wenn man sie immer wieder quasi in Meditation manifestiert. Das sind einfach diese Glaubenssätze. Und ich glaube da tatsächlich schon auch dran, dass man wirklich Positives auch beeinflussen kann, weil man sagt ja, Leute, die wirklich kraftvoll sind und auch kraftvoll für sich stehen, sage ich jetzt mal, die quasi sagen, okay, nee, ich brauche jetzt eine Pause, dass die auch positive Dinge anziehen. Es ist natürlich auch einerseits eine Einstellungssache und es ist natürlich auch schwer, wenn es einem überhaupt schlecht geht, irgendwie positiv zu denken. Aber das ist wirklich einfach ein Prozess. Und ich bin mir ganz sicher, dass alle, die jetzt unseren Dialog oder anschauen, dass die auch schon auf diesem Prozess sind. Ja. Und der Prozess ist der Weg. Das Ziel, meine ich. Weißt du, was ich meine? Also der Weg ist das Ziel, also der Prozess, der Weg ist schon das Ziel eigentlich. Man sieht es nur nicht gleich, sondern das muss ja erstmal sacken, man muss reflektieren. Ja. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, sich selbst zu informieren und auch kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch mal, was ich jetzt mache. Ich gehe inzwischen nur noch wirklich selten zum Arzt, muss ich sagen. Nur wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich brauche jetzt echt irgendwie ein Rezept oder eine Vorsorgeuntersuchung oder so. Und dann spreche ich auch die Ärzte wirklich auf ihre Aussagen an und versuche dann wirklich zu sagen, aber wie kommen Sie denn da drauf? Woher oder wieso sagen Sie mir das? Zum Beispiel meine Frauenärztin hat gesagt, Osteopathie können Sie vergessen, das hilft nichts. Und dann habe ich gesagt, wieso sagen Sie das? Ich bin seit einem Jahr bei der Osteopathie und ich habe das 2 Operationen dadurch umgehen können. Ja, manchen hilft es ja dann wohl, aber wo ich mir denke, woher nimmt sich das Recht, jemandem diese Illusion kaputt zu machen? Also was heißt Illusion? Eigentlich bewiesene Illusion, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, manchmal, man darf sich halt auch einfach Dinge nicht kaputt hauen lassen von Menschen und sich Aussagen so zu Herzen nehmen, sondern man muss einfach wirklich auf seine Intuition vertrauen. Das ist so ein schöner Schlussimpuls von dir. Einfach die eigene Wahrheit suchen und diese dann auch leben. Und zur Wahrheit gehört auch Schmerz dazu. Es ist nicht immer nur alles schön und gut und der Weg läuft nicht von jetzt komplett gerade, sondern es gibt immer Ups und Downs und wie gesagt, auch dieser Heilungsprozess ist nicht nur gerade exponentiell, ist keine exponentielle Kurve, sondern es gibt Ups und Downs und Rückschläge und die gehören einfach dazu. Ja. Definitiv, ja. Ich sage immer, ich merke dann, dass ich die eine Sache geheilt habe und dann ploppt was anderes auf, was gesagt hat, hey, du hast mich nicht gehört, das andere war lauter, aber ich bin auch noch da, ich möchte ja. Also, okay, gut. Das finde ich auch. Aber ich denke mir auch manchmal, das fand ich früher noch so ein bisschen frustrierend, dass ich wirklich Leute in meinem Umfeld noch gesehen habe, die komplett ihre eigenen Körpersignale nicht wahrgenommen haben und wenn sie wahrgenommen haben, haben sie ignoriert. Und da weiß ich einfach, dass das System auch irgendwann so laut sich bemerkbar macht, dass es keinen anderen Weg gibt, als sich damit einfach mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dann vielleicht kommen sie auf dieses Video und denken sich, das hat mir geholfen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich auf dieses Video gestoßen wäre, weil ich war ein Genie im Ignorieren meiner Körpersignale. Darin war ich echt gut. Liebe Saskia, vielen, vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch, dass du uns mitgenommen hast in deine Geschichte, in deinen Up and Downs und auch den Horizont geöffnet hast, auszuprobieren, weil ich denke, das ist das Allerwichtigste und mega schön auch das, was du gesagt hast, die eigene Intuition entdecken und die eigene Wahrheit leben. Vielen Dank. Also ich danke dir auch
für die Chance, dass wirklich auch Zuschauer wieder so ein bisschen mehr, ein Stück weit mehr noch Erfahrungsberichte und vielleicht auch so ein Gemeinschaftlichkeitsgefühl entwickeln. Weil man fühlt sich dann doch, wenn es einem gerade schlecht geht und man so ein Tiefpunkt ist, oft alleine. Und das ist niemand. Also wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. So schön. Also vielen Dank dir, gell? Danke dir, Saskia. Mach's gut. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch gemeinsam, und ich zitiere jetzt die Saskia, dass ihr eure Intuition wirklich erforschen dürft und eure eigene Wahrheit finden dürft. Und ihr seid nicht alleine, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ja, ich finde es so schön, solche ermutigenden Geschichten zu lauschen. Und wenn ihr auch noch Impulse habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich liebe den Austausch, also lasst uns austauschen. Bis zum nächsten Video. Ciao.